Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Es geht langsam in die heiße Phase. Die ersten Server werden fusioniert, aber zuerst nur auf einem Beta-Server, um zu gucken, damit auch wirklich alles reibungslos von der Bühne läuft. Und das ist auch auf jeden Fall eine sehr wichtige Sache. Und bevor wir in die News gehen und ich euch zeige, welche Server zuerst gemerged werden und wann das Ganze passiert, wollte ich euch nochmal auf die Abstimmung hinweisen, beziehungsweise das Ergebnis der Abstimmung zeigen. Ich hatte euch vor einer Woche gezeigt, oder gefragt, was haltet ihr von der Serverzusammenlegung? Seid ihr dafür? Seid ihr dagegen? 85% haben für Ja gestimmt, ich bin für eine Serverzusammenlegung, und 15% haben für Nein gestimmt, ich bin gegen eine Serverzusammenlegung. Und da wollte ich explizit nochmal gezielt die 15% ansprechen und fragen, was ist der Grund dafür? Warum seid ihr dagegen? Das würde ich sehr gerne mal wissen. Also falls du gerade hier das Video schaust und auf Nein, ich bin gegen eine Serverzusammenlegung gedrückt hast, dann schreib mir bitte in die Kommentare, was der Beweggrund dafür gewesen ist. Das würde mich persönlich sehr interessieren, warum man gegen sowas ist. So, ich kann mir nur vielleicht ein, zwei Gründe vorstellen, warum man dagegen sein kann, weil ihr seht ja einen Großteil dafür, oder ein Großteil ist ja für die Serverzusammenlegung, und ich kann mir nur sowas vorstellen, wie zum Beispiel, dass jeder Server ja irgendwo so eine Art History hat, eine Vergangenheit, die er mit sich trägt. Es sind dieselben Gesichter, beziehungsweise es sind bekannte Gesichter, die man sieht, und die könnten verloren gehen. So ein Server hat halt, wie gesagt, einiges durchlebt, so ein alter Server, und es haben sich vielleicht Gilden fusioniert, es haben Gildenwettkämpfe geführt gegeneinander, es sind Gilden zerbrochen, es sind neue entstanden. Und das ist halt eben diese History, die so ein alter Server an sich hat, und der könnte eventuell dadurch so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen werden. Das ist so das Einzige. Oder halt eben, dass Leute auf Platz 1 sind oder halt Top-Rängen in der Helden- oder Gilden-Ehrenhalle und halt ihre Top-Platzierung nicht hergeben wollen. Also das sind so die einzigen Gründe, die ich mir erklären könnte, warum man gegen so eine Serverzusammenlegung ist. Ansonsten hat es ja eigentlich für alle Beteiligten nur Vorteile so. Deswegen, wie gesagt, schreibt mir gerne mal an die 15% in die Kommentare, warum ihr für Nein gewotet habt. Das würde mich persönlich sehr interessieren. Ansonsten kommen wir jetzt zu den News, und zwar die Beta zur Weltenfusion, so wie das hier Leander genannt hatte, findet nun offiziell statt. Die Beta, in der die Weltenfusion gestartet werden soll, startet nächsten Montag, den 17.07. um 16 Uhr. Und da werde ich natürlich auch definitiv wieder vorbeischauen, reinschauen und euch das Ganze auch zeigen, wie das so aussieht. Ich gehe mal von aus, das wird jetzt nicht irgendwas Spektakuläres werden, so Spielveränderndes, dass man dann so krass neue Sachen sieht. Das glaube ich nicht. Es sind halt mehrere Server zusammengemixt auf einem Main-Server sozusagen. Und das dient quasi eher den Zweck, dass das auch alles klappt. Da ist jetzt kein neuer Content oder so. Trotzdem für mich auch sehr interessant, da mal vorbeizuschauen, um mal zu gucken, wie das Ganze aussieht. Die Fusion betrifft jene Welten, die nicht mehr so aktiv sind und die von einer Fusion profitieren könnten, da die noch aktiven Spieler wieder einen wiederbelebten Wettstreit geboten bekommen. So, die zusammengelegten Server sind USA Welten 1 bis 10, Kanada Welt 1, Mexiko Welt 1, Brasilien Welt 1 und 2 und die Chile-Welten 1 und 2. Das sind jetzt die Server, die jetzt alle zusammengelegt werden zu einem Mega-Server sozusagen. Schreibt mir auch gerne, falls ihr auf dem Server irgendwie einen Account haben solltet. Ich denke mal, das sind die wenigsten, und das sind halt auch wirklich die Server, die es am nötigsten haben, so, die wirklich sehr inaktiv sind. Und die einzelnen aktiven Spieler da drauf, die denke ich mal, die freuen sich denn, wenn sie noch ein bisschen Wettstreit mit anderen bekommen. Ich bin sehr gespannt, wie dann die Serverdynamik dann entsteht, weil dann haben wir eine ganz andere Dynamik als davor. Jetzt ist es halt eben so, auf den einzelnen Servern dominieren wahrscheinlich einzelne Leute, einzelne Gilden und so. Und das könnte nachher dann wieder zu einem Wettstreit kommen, beziehungsweise halt auch zu Fusionen von den Gildenmitgliedern untereinander, die dann neue Mega-Gilden kreieren können
und damit sogar international halt den Wettstreit so krank beeinflussen können, dass sich eventuell neue Top internationale Gilden gründen können, von denen wir jetzt eventuell noch gar keine Ahnung haben, weil halt viele kranke Top-Spieler zwar auf einzelnen Servern sind, aber dann zusammengetragen werden. Und wenn die sich halt eben fusionieren würden, dann bin ich sehr gespannt. Ne? Also bisher sind ja die unangefochtenen Gilden ja wirklich die S1.de-Gilden mit Phoenix und Ritter der Anduril, die ja Platz 2 auf S1 sind und deswegen halt hier nicht auftauchen in der eHof. Aber das könnte sehr spannend werden und da bin ich auch sehr gespannt, wie das in Zukunft wie sich das so verhalten wird. Kampflogs können nach der Fusion fehlerhaft sein, wenn sie sich zum Beispiel auf gelöschte Spieler, Gilden oder alte Namen beziehen. Der Testzeitraum beträgt 4 Tage vom 17. bis zum 21. Der Pilzdealer ist deaktiviert. Ja, und Spieler können sich nicht auf den Beta-Welten registrieren. Weitere Informationen dazu findet ihr in den Producer Notes. Und da haben wir hier im Player Game Support auch nochmal sehr interessante Fakten, beziehungsweise das meiste davon wissen wir schon, aber das ist hier nochmal sehr gut veranschaulicht mit Fragestellungen, ne, was passiert jetzt nun mit meinem Char und so, und dann gibt es dazu die entsprechende Ankündigung, ne, was ist die kürzliche angekündigte Serverzusammenlegung, ne, das ist ja, denke ich mal, recht selbsterklärend, ist ein Prozess, bei dem wenige aktive Server zusammengelegt werden, um mehr Konkurrenz zu fördern und die tägliche Spielaktivität zu erhöhen. Es ist ein Schritt, auf den wir uns eine Weile vorbereitet haben und den wir nun umsetzen wollen. Ja, dann, was war der Grund für die Verzögerung bei der Umsetzung der Serverzusammenlegung? Weil wir ja quasi vor Jahren schon was von den Server-Merges gehört haben und dann aber das lange Zeit eben nicht mehr aufgetaucht ist, das Thema. Und da war halt eben die Backend-Migration auf jeden Fall der Grund dafür gewesen. Das hatten wir ja in der Vergangenheit schon gehört. Können beliebig viele Server zusammengelegt werden? Ja, es gibt keine Einschränkung für die Anzahl der Server, die zusammengelegt werden können. Ist vielleicht auch ganz interessant zu wissen. Was passiert mit meinem Charakter während der Serverzusammenlegung? Alle Charaktere werden auf den neuen Server zusammengelegten Servern übertragen. Es kann jedoch nur ein Charakter pro Ursprungsserver gespielt werden. Charaktere mit Level 10 oder niedriger, das wissen wir ja, werden dann halt gelöscht. Nach einem Jahr und nicht mehr aktiv und kein Geld und so weiter und so fort. Was passiert, wenn mehrere Charaktere den gleichen Namen haben? Ne? Das sind hier so alles so eine Sachen, die könnten vielleicht die Leute interessieren oder die es noch nicht gehört haben. Charaktere mit gleichen Namen werden umbenannt und Benutzer haben die Möglichkeit, ihre Charaktere einmal bei ihrem ersten Login auf dem zusammengelegten Server umzubenennen. Ja? Was passiert mit Gilden, mit den Gilden während der Serverzusammenlegung? Die Gilden werden übertragen, solange nach der Charakterlöschung noch Mitglieder vorhanden sind. Alle Gilden müssen jedoch einen eindeutigen Namen haben. Bei Doppelung werden die Gilden umbenannt und der Gildenleiter hat die Möglichkeit, sie einmal umzubenennen. Was passiert, wenn ein Gildenleiter während der Serverzusammenlegung gelöscht wird? Ja, dann gibt es halt eben die Möglichkeit, dass der ranghöchste Offizier oder halt eben, wenn es keine Offiziere gibt, das ranghöchste Mitglied die Leitung übernimmt. Wie wird die Serverzusammenlegung die Hall of Fame beeinflussen? Das ist vielleicht für den einen oder anderen auch nochmal interessant. Die Berechnung für die Heldenehrenhalle wird Ehre durch 2 sein, aber nicht höher als der Ehrenwert des Top-Spielers von einem alten Server mit dem niedrigsten Ehrenwert. Die Ehre von alten Servern wird für alle anderen Ehrenhallen übernommen. Ja, genau. Ja, das hatten wir ja auch schon hier, das tägliche Limit für Einkommen aus Ehrenhallen kämpfen. Wie werde ich über eine bevorstehende Serverzusammenlegung informiert? Das wird wahrscheinlich per Ingame-Post passieren oder wie es hier steht, per Pop-up-Benachrichtigung. Das heißt, man muss das Fenster aktiv wegklicken, damit man die Benachrichtigung nicht mehr bekommt, beziehungsweise halt weghaben will. Also man kann es gar nicht verpassen. Was passiert am Tag der Serverzusammenlegung? Am Tag der Serverzusammenlegung wird die Welt um Mitternacht eingefroren. Sobald die Hintergrundarbeiten abgeschlossen sind, werden die Charaktere auf dem neuen Server wieder freigegeben. Und was passiert mit den Ursprungsservern? Nach erfolgreicher Serverzusammenlegung werden die Ursprungsserver deaktiviert und sind nicht länger zugänglich. Ja, also das auf jeden Fall so die Infos zu den Server-Merges, die jetzt eben anstehen.
Und ja, ich bin da auf jeden Fall sehr gespannt. Wenn die Beta losgeht, dann werde ich da definitiv auch am Start sein und mal reinschauen. Ich denke mal, auf dem Beta-Server wird es jetzt noch nicht irgendwie absehbar sein, dass sich da jetzt irgendwelche Leute fusionieren oder so. Ich denke mal, das wird sich vorbehalten für den Server, wenn er dann final steht und so. Aber auf diese Dynamik bin ich sehr gespannt. Eigentlich müsste man mal vorher reinschauen auf die Server, wer jetzt gerade so auf den ersten Rängen ist und wie es dann halt eben danach aussieht. Und ja, wie dann halt eben sich die Spieler entscheiden, weil dann stehen die eventuell vor einer Entscheidung, ob sie halt in ihrer Gilde bleiben wollen, je nachdem wie inaktiv die halt ist, weil es gibt halt eben auch Server, auf denen die Rang 1 Gilde zu 50% inaktiv ist, sowas gibt es halt eben auch, ne? Und für solche Server sind halt eben so eine Serverfusion halt eben unumgänglich und auch wichtig, dass sowas passiert. Und ich denke mal, das wird nicht jeden Server betreffen, so ein Server-Merge. Ich weiß es nicht, ich kann es euch nicht versprechen, dafür würde ich meine Hand auch nicht ins Feuer halten, keine Ahnung. Aber ich glaube, solche Mega-Server wie W50, W60 so, die brauchen nicht zwingend eine Serverfusion und deswegen denke ich mal, dass solche Server eventuell auch in Ruhe gelassen werden könnten. Aber sicher bin ich mir da halt eben nicht. Es wird halt mehr das Augenmerk drauf gerichtet auf die Server, die das halt eben bitter nötig brauchen. Und das sind halt eben die, wo halt nur noch wenige Spieler aktiv sind. Die will man natürlich auch noch weiterhin sehr gerne im Spiel behalten. Und die sollen ja nicht nur für sich spielen, sondern halt auch eventuell auch ein bisschen Wettstreit geboten bekommen. Und deswegen ist das Ganze wahrscheinlich auch sehr erfrischend für diese Leute. Ja, das war's denn soweit für das Thema. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Wie gesagt, an die 15%. Schreibt mir auch das gerne, warum ihr gegen eine Serverfusion seid. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.